nicht korrekt zu dir. Ja, aber du kannst mich trotzdem innerlich hassen, verstehst du? Mach ich auf dich den Eindruck, als ob ich dich hasse. Sei ehrlich. Sei ehrlich, mach ich auf dich den Eindruck, dass ich dich hasse. Gut, du bist Palästinenser. Ja. Deswegen siehst du aber ähnlich. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mit Irfan Peci. Ihr kennt ihn vielleicht schon aus der Diskussion mit Herrn Stürzenberger. Da habe ich auch schon mit dem Irfan geredet. Und ja, wir haben uns zusammengetan, weil ich wollte mal ein Gespräch mit ihm führen, so auf persönlicher Ebene. Nicht so auf einer Debattenebene, wie wir es jetzt in der Kundgebung haben. Da können wir natürlich auch mal einen Teil 2 machen. Aber ich wollte etwas mehr über ihn erfahren, über seinen Werdegang, wie sich das Ganze entwickelt hat, wieso er diese Arbeit als wichtig sieht. Und ich versuche diesmal, ihr kennt mich ja normalerweise, ich bin jemand, der stark in Debatten geht, wirklich Fakten auf den Tisch legt, auch wenn jetzt Irfan sehr, sehr weit weg ist von dem, was wir glauben. Aber ich versuche mich in ihn hineinzuversetzen und wirklich ihn zu verstehen. Und da würden mich einfach so ein paar Sachen interessieren. Vielen Dank, dass du die Einladung auch angenommen hast. Sehr korrekt von dir. Und ja, magst du dich vielleicht erstmal selber vorstellen, weil viele Leute wissen gar nicht so viel über dich. Ja, danke für die Einladung, Enes. Wir kennen uns ja von der Kundgebung und da fand ich auch, dass wir relativ gut miteinander diskutieren konnten, dass es fair war, ohne die üblichen Beleidigungen und so weiter. Auch wenn man weit auseinander ist, dass man trotzdem fair, normal, mit Anstand, mit normalem Verhalten miteinander reden kann, mit einem auch gewissen Respekt. Ja, zu mir selbst. Ich bin heute bekannt durch meine, ich würde sagen, ja, durch meine, letztens hat einer geschrieben, Counter-Dauer hat er das genannt. Manche sagen auch anti-islamische Arbeit. Ich war Moslem, war auch Salafist, also ich war jetzt nicht so ein Durchschnittsmoslem, war Salafist und bin dann irgendwann ausgestiegen aus der Sache, habe dann später für den Verfassungsschutz gearbeitet und habe eine Biografie geschrieben über mein Leben, was da alles passiert ist und habe dann angefangen, mich quasi zu engagieren. Am Anfang eher so Deradikalisierung, Prävention, also dass junge Muslime sich nicht radikalisieren. Und irgendwann bin ich zu der Überzeugung gegangen, dass das nicht reicht, sondern dass das Problem im Islam, in der Religion selbst liegt. Und seitdem mache ich sogenannte Islamaufklärung, indem ich über die Gefahren, die daraus resultieren, aufkläre, unter anderem durch Kundgebung, nicht nur, auch ich habe auch einen YouTube-Kanal, Internet oder ich halte Vorträge, Kundgebungen, alles Mögliche. Okay, also ihr seht schon, also das heißt, hier sitzt ein Muslim mit einem Ex-Muslim und sogar nicht nur ein Ex-Muslim, sondern jemand, der auch aktiv gegen den Islam arbeitet und wie er auch selber zugibt, eine Anti-Islam-Bewegung hat. Würdest du dich als Islam-Hasser bezeichnen oder siehst du diese Bezeichnung als unpassend? Ich finde die Bezeichnung unpassend, weil es geht nicht um Hass. Ja? Ich bin ja selbst gebürtiger Moslem, ich habe Verwandte, also meine Verwandtschaft ist komplett muslimisch. Eltern auch? Eltern auch. Du bist aus Sanjak, genau, hast du gemeint. Sanjak, und Sanjak sind eigentlich schon gläubige Muslime, oder nicht? Ja, sie sind schon, also wenn man sie jetzt mit den Bosnien zum Beispiel vergleicht oder mit den Albanern, sind sie viel islamischer, viel konservativer, das auf jeden Fall. Also Hasser, weil ich finde, Emotionen spielen da jetzt keine Rolle. Ich habe keinen Hass, ich hasse auch nicht Moslems an sich, Muslime, wie gesagt, meine Verwandtschaft sind Muslime, ich habe noch Kontakt zu einigen Muslimen. Es geht nicht um Hass, sondern es geht um eine Ideologie, würde ich sagen. Also ich hasse nicht die Leute, aber ich sage, diese Ideologie, natürlich nicht alles, ist klar, es gibt auch Interpretationen des Islams, die ich für ungefährlich halte, die kein Problem sind. Ich will auch nicht quasi den Islam an sich jetzt verbieten oder dafür arbeite ich nicht, aber ich sage, fast alle Interpretationen des Islams sind problematisch. Und es geht nicht um Hass, es geht einfach eher darum, den Hass zu bekämpfen, denn meiner Meinung nach kommt der Hass von der Gegenseite, nicht von mir oder von uns. Okay. Und bist du dort aufgewachsen in Sanjak? Du bist hier in Wien aufgewachsen? In Bayern bin ich. In Bayern bist du? Ja, ich bin aus Deutschland, ich bin in Bayern aufgewachsen, in der Oberpfalz. Ach so. In der Oberpfalz dort, in Regensburg, dort so die Umgebung.
Dort bin ich aufgewachsen und wir sind nach Deutschland mit 2 Jahren war ich. Also ich bin in Deutschland aufgewachsen und unten zwar geboren, aber dann in Deutschland aufgewachsen. Aber quasi dieses Erste, was dich so aufgeweckt hat, war in Bosnien. Mit diesem, was passiert nach dem Tod, du hast dich angefangen zu beschäftigen. Und dann zurück in Deutschland. Hast du dann Leute getroffen oder Vorträge geschaut? Also wie ging es dann weiter? Also dann in Sanjak bin ich erstmal mit Moslems quasi in Kontakt gekommen. Und dann habe ich erstmal gesehen, so, hey, die sehen ja aus wie aus den Dokumentationen über 9/11 und so weiter. Hatten sie auch so Gewänder an, arabische Gewänder? Teilweise ja, auch so arabische Gewänder, aber gekürzte Hosen und langen Bart und so weiter. Und sie haben irgendwie sowas Geheimnisvolles gehabt. Du hast gemerkt, sie bleiben nur unter sich, reden nur miteinander, verhalten sich anders, schauen keine Frauen an. Und das waren positive Sachen. Ich hatte einen positiven Eindruck, weil ich gedacht habe, ey, die sind anders, die machen nicht den Scheiß wie die anderen. Ja, du gehst abends durch die Stadt, du siehst alle so, laufen Frauen hinterher, wollen nur Frauen ins Bett bekommen, besaufen sich. Spielothek, sogar von den Muslimen Disco, hast du es gesehen, ja? Ja, auch dort unten so, haben diesen, ich sag mal, westlichen freien Lebensstil. Und dann gehe ich und dann siehst du zum Beispiel andere Leute, die die Straßen meiden und in die Moschee gehen. Und das fand ich schon so, boah, schau mal, die halten sich von diesen ganzen unmoralischen Sachen fern und gehen in die Moschee, beten, führen so ein geordentliches, so ein moralisches Leben, so aus meiner Sicht, so ein moralisches Leben und widerstehen diesen ganzen Versuchungen, obwohl ich diesen Kompass damals nicht hatte, habe ich von Natur aus so eine Abneigung gehabt gegenüber diesen gewissen Sachen, diesen Exzesse, was Alkohol, was Frauen, was Glücksspiel, was Drogen und so weiter betrifft. Ja. Und das fand ich anziehend, dass die anders waren und quasi so sauber, gut gelebt haben. Und das war der Unterschied. Und die anderen Durchschnittsdings waren halt so, du hast gemerkt, so, ja, die sind zwar in der Moschee am Freitagsgebet, aber leben eigentlich so. Der Islam hat keinen Einfluss in ihrem Leben. Sie machen nur oberflächlich diese Rituale, kommen in die Moschee. Kulturell mäßig, aber nicht Überzeugung. Genau, nicht Überzeugung. Und das hat mich angezogen, dass ich gesehen habe, diese Leute glauben wirklich dran und leben komplett, richten ihr Leben komplett danach aus. Und das hat mich viel mehr angezogen als die durchschnittlichen, wo man muss ehrlich sagen, wie der Altersdurchschnitt auch irgendwie so 65 war oder so. Wie alt warst du da ungefähr, als das jetzt so zur Sache ging? 15 fing es so an. Krass. Und dann so 16 und dann so mit 17 war ich schon richtig so praktizierend, so, okay, so richtig so mein Leben komplett danach gerichtet und dann aber alles andere vernachlässigt. So Schule, aufgehört Fußball zu spielen. Früher habe ich mal Fußball gespielt und dann gibt es halt gewisse Probleme, zum Beispiel nach dem Training, alle duschen zusammen nackt und so. Weil jetzt wird es sehr, sehr interessant, weil meine, das war klar. Hä, das ist irgendwie kleben. Weil das ist, was ich meine mit, ich will versuchen, dich zu verstehen. Ich kann dir sagen, sozusagen aus meiner eigenen Erfahrung, ich beobachte Leute, die manche Sachen sehr, sehr eng und streng sehen, sich dadurch komplett überlasten. Die ganze Religion engt ihnen von allen Seiten ein und auch auf Sachen, die jetzt, wie soll man sagen, vielleicht nicht allzu kritisch sind, wo man das umgehen kann. Ich meine, okay, das mit dem Duschen, man duscht eigentlich alleine, aber man hätte machen können, keine Ahnung. Shorts, Aura zeigen. Ja gut, aber ich behalte wenigstens die Unterhose an oder so etwas und drehe mich weg von ihnen. Also man hätte alles so ein bisschen umgehen können. Ich meine, ich sage den Leuten immer, Buddy, wie willst du es perfekt machen, Buddy? Du lebst hier. Aber schau mal, als konsequenter Mensch und als du bist motiviert, boah, Islam und da du denkt man alles oder nichts. Perfekt oder gar nichts. Und dann willst du es richtig machen, weil dann denke ich mir so, ey, was mache ich hier? Ich laufe hier einen Ball hinterher. Was, wenn ich in der Zeit beten will? Was, wenn ich in der Zeit lesen würde? Was, wenn ich mit Dings wäre? Wozu soll ich da jetzt einen Ball hinterherlaufen? Mit anderen, mit Nicht-Muslimen da und so und die reden über schlechte Sachen und dann, ja, komm, gehen wir ein Bier trinken, komm, gehen wir da, komm, gehen wir Disco und die ganzen diese Versuchungen und ich wollte das konsequent leben und ich wollte nicht irgendwas so halbherzig, liberaler Dings und so weiter. Das war für mich so Blödsinn, was soll das so? Entweder ich bin davon überzeugt, dann will ich das machen oder nicht. Und das sind halt, und du wirst es nicht leugnen können, das sind die Widersprüche. Du kannst nicht islamisch korrekt leben und gleichzeitig top integriert sein oder gar assimiliert. Das ist ein Widerspruch. Ich sag dir ernsthaft, ich bin voll überzeugt, dass das geht. Und ich sag dir in meinem Leben, ich habe sehr viele nicht-muslimische Freunde. Ich habe habe nicht-muslimische Arbeitskollegen. Ich komme mit allen zurecht. Ich hatte im Studium sehr viele nicht-muslimische Arbeitskollegen. Und zum Beispiel im Studium, ich weiß, was ich gemacht habe und das ist eine sehr große Erleichterung und das machen viele falsch. Ich bin offen mit ihnen umgegangen. Ich habe zu ihnen gesagt, schaut mal, ich bin Muslim, ich bin praktizierend. Ich habe versucht, aber ihnen auch das verständlich überzubringen. Ich habe gesagt, schaut mal, seid mir nicht böse, wenn wir jetzt danach irgendwo trinken gehen würden,
würde ich halt nicht mitgehen. Es ist für mich unangenehm. Ich darf das von meiner Religion nicht, jetzt an irgendeinem Ort, wo Alkohol getrunken wird. Aber wieso können wir nicht zusammen zum Mecki gehen danach? Verstehst du, dann gehst du zusammen zum Mecki. Dann essen sie halt ihren Big Mac und ich esse meinen McFish. Also ich habe versucht immer, so gut ich kann, das Ganze umzusetzen. Und ich mache das bis heute. Ich mache das bis heute. Und manche Sachen laufen nicht perfekt. Definitiv. Und ich glaube, bei jetzt, pass auf, wenn man sich so richtig stark abkapselt, du hast wahrscheinlich all deine Freunde verloren, oder? All deine alten Freunde hast du verloren. Ich habe zu denen Kontakt gehalten, mit denen man Dauer machen kann und einige davon konnte ich ja überzeugen und die sind dann selbst praktizierende Muslime geworden und wir hatten so dann eine eigene Gruppe, aber viele natürlich, die gesagt haben so, ey, weißt du, ich meine, du machst mir ständig schlechtes Gewissen, du sagst hier, trink keinen Alkohol, geh nicht Spilo, mach keine Unzucht, mach keinen Sinner und so weiter, das nervt langsam und dann brechen sie den Kontakt ab, weil sie keinen Bock mehr haben auf deine Dauer und Islam-Dings. Das sehe ich aber auch, ich sage dir ehrlich, das sehe ich auch als problematisch, dieses die ganze Zeit auf einen einballern. Ich bin da ehrlich, ich sage einfach, lass ihn einfach mal. Redet einfach ganz normal, redet über Fußball. Okay, aber wie verstehst du zum Beispiel Hadith, was man jetzt so grundlegende Hadithe, wenn du ein Übel siehst, dann ende es mit der Hand, wenn du es nicht mit der Hand, dann mit dem Wort, wenn du es nicht mit dem Wort verabscheust im Herzen. Ja. Und jetzt, wenn er macht und jetzt, er baut sich ein Joint und fängt jetzt an zu kiffen, dann kann ich ja nicht einfach so daneben sitzen, da muss ich ihm sagen, schau, was du machst, das ist Sünde, und da muss man ja handeln, ich kann ja nicht so auf Dings tun, kein Problem. Tatsächlich, oder also ich würde jetzt, wenn er jetzt, also ich glaube, bei mir wäre es so, dass er weiß, Digga, wir chillen hier nicht mit einem Joint. Ich habe zum Beispiel auch Freunde, die Gras rauchen. Und die wissen, wenn ihr bei mir zu Hause seid, wird kein Gras geraucht. Wenn ihr bei mir zu Hause seid, wir chillen, ich mache euch leckere Burger, auch auf Halal und manche von ihnen sind sogar Veganer. Die wissen das. So, wenn ich jetzt in der Situation kommen würde, dann würde ich sagen, Brudi, ich mag das nicht, ich mag sowas nicht dabei sein, Brudi. Ich würde jetzt nicht anfangen, ihn auf Krampf zu überzeugen, weil der Islam beginnt ja nicht mit Joint. Ja, aber er bricht aber den Kontakt ab, weil er denkt so, mit dem macht's keine Lust, immer wenn ich anfange, dann ist der so der Spielverderber. Verstehst du, es trennt sich, stimmt schon. Früher oder später trennt sich das. Aber ich denke mir schon mal, okay, jetzt zum Beispiel wir beide, okay, wir gehen nicht zusammen Disco, wir gehen nicht zusammen Alkohol trinken, wir gehen nicht zusammen Joint draußen, wir gehen nicht zusammen Spilo, wir gehen zusammen Fußball. Wir gehen zusammen hier was essen. Ja. Wir gehen zusammen vom Mios Park spazieren. Das können wir doch, gehen zusammen wandern. Wir können das doch alles miteinander machen. Ja. Das sind doch nicht die einzigen Sachen. Und ich denke mir halt, Brudi, für was bist du mit mir befreundet? Weil ich mit dir Alk trinke oder weil ich mit dir Joint rauche oder bist du mit mir befreundet, weil du meinen Charakter magst? Wenn du meinen Charakter magst, meinen Charakter hast du doch auch beim Wandern. Hast du auch beim Fußballspielen. Und deswegen, also ich sage dir ernsthaft, das geht fit. Wir gehen oft miteinander Fußball spielen. Sind da 10, 12 Leute, da sind eine Hälfte Muslime, Nicht-Muslime. Wir spielen alle miteinander, umarmen uns, klatschen, alles gut, Buddy. Ja gut, schau, es kommt halt darauf an, wie ernst man das nimmt. Und ich habe das und dieses Wala und Bara, das ist halt eine Sache, wo ein großes Missverständnis herrscht, weil es kann ja unmöglich sein, dass es heißt, ich muss die Person hassen. Weil wenn ich die Person hasse, wie kann es sein, dass es Konsens unter allen Gelehrten ist, unter allen 4 Rechtsschulen, dass es erlaubt ist, für den muslimischen Mann eine Christin oder Jüdin zu heiraten? Wie zur Hölle... Weil es verschiedene Formen von Liebe gibt. Du weißt, dass es verschiedene Definitionen gibt. Es gibt die Liebe, die natürliche Liebe, zum Beispiel zu deiner ungläubigen Mutter, die natürlich kein Kufr, zum Beispiel deine Mutter ist keine Muslimin, du liebst sie. Das ist ja keine Sünde, aber es gibt dann eine andere Liebe. Genau. Liebe, aber die auch, verboten ist. Aber jetzt zum Beispiel auch der muslimische Bruder. Ich liebe den muslimischen Bruder, die Person, aber wenn jetzt zum Beispiel ein Joint raucht, dann hasse ich nicht ihn, sondern ich hasse das, was er macht. Diesen Moment hasse ich. Aber ich weiß ja, vielleicht ihm fällt es schwer. Also du hast ihn auch bis zur Sünde. Ich verabscheue die Tat, aber ich verabscheue nicht ihn. Weil nur so ergibt das Sinn. Es gab ja auch einen Prophet, der zu seinem Volk gegangen ist und er sagt, Inni akhafu alaykum yawm at-tanad. Also er hat gesagt, oh mein Volk, ich habe Angst um euch wegen dem Tag der gegenseitigen Hilferufe. Das heißt, wenn ich sage, ich habe Angst um dich, kann es sein, dass ich dich hasse? Hasse wäre... Ja, Mann, Digga, du sollst in die Hölle kommen. Das hast du verdient. Ja, ich hoffe, du bleibst auf deiner Sünde. Ich hoffe, du stirbst so. Nein, aber verstehst du, das wäre Unglauben. Du hast den Unglauben, du hast den Kufr und ein Käfer repräsentiert diesen Unglauben. Er zeigt ihnen und dann du kannst nicht sagen, ich hasse den Unglauben, aber mit dem Unglauben habe ich kein Problem. Er lebt es, er repräsentiert es. Es kann ja nur so gehen, weil wenn ich jetzt zum Beispiel, stell dir mal vor, ich heirate jetzt eine jüdische oder christliche Frau. Ich glaube, so im Juden, also ich glaube, aus jüdischer Sicht wäre das gar nicht erlaubt, aber angenommen, die ist jetzt einfach in die jüdische Frau, ich heirate sie. Bruder, ich stehe auf. Ja, aus christlicher Sicht auch nicht. Ist auch nicht erlaubt? Ja. Okay. Eine Christin sollte ja keinen Moslem heiraten. Ja, okay. Auf jeden Fall, ich stehe in der Früh auf,
Ich sag, Schatz, ich liebe dich, soll ich was zum Frühstück? Wie soll ich das machen? Buddy, stehe ich in der Früh auf und sagt, hallo Schatz, ich hasse dich. Aber schau mal, bitte. Zum Beispiel sagen die Gelehrten in dieser Thematik auch, du darfst sie nicht von ihren religiösen Riten abhalten. Das heißt, sie tut dann zu Jesus beten in eurem Haus. Und sie tut auch das machen und das machen. Du darfst sie nicht davon abhalten, weil das ist Teil ihrer Religion. Ja, ist halt unrealistisch, weißt du. Eine keusche Christin, die so gläubig ist, die wird kein Moslem heiraten, weil sie sagt, ich will, dass mein Kind Christ ist. Und das Kind muss ja islamisch erzogen werden. Wo die Liebe hinfällt. Du weißt, wo die Liebe hinfällt. Und deswegen, sowas kann passieren. Aber ich meine, dieses Beispiel zeigt sehr deutlich, dass wenn du eine liebende Beziehung, ich meine, das ist einer der stärksten Liebe, die es gibt. Also ich würde sagen, nach der Liebe zu den Eltern kommt diese Liebe als nächstes und es würde ja unmöglich im Islam erlaubt sein, wenn es gleichzeitig hast, du musst sie aber gleichzeitig lieben und hassen. Das geht nicht. Aber wenn ich jetzt natürlich sehe, keine Ahnung, sie macht etwas, was aus meiner Sicht schlecht ist, dann sage ich, mir gefällt das. Aber schon mal. Zum Beispiel, warte mal, bist du bei Alk, du hast gesagt, du mochtest diese Alk-Sachen und sowas nicht. Magst du die jetzt? So richtig, was heißt mögen? So richtig abzischen. Ich trinke dieses Frauenklären und so etwas. Nein. Schau mal, wenn du dir das anschaust. Ich trinke schon Alkohol, aber auf normale Art und Weise. Da bist du Muslim. Du siehst nämlich das, du lehnst es ab. Du denkst dir, wieso verhalten sie sich so? Das ist das Hassen. Das ist Verabscheuen. Du lehnst es ab im Herzen. Und hier sieht man, die Person liebt eine Sünde, die Person praktiziert sogar die Sünde, aber er ist trotzdem ein Muslim. Und es ist trotzdem nicht, das ist normal, dass man manchmal bei manchen Sachen schwächer wird. Und der erste richtige Schritt wäre, er sagt, Alkohol ist etwas Schlechtes, weil Allah das verboten hat, aber er trinkt es trotzdem noch. Ja. Das wäre ein besserer Schritt. Und deswegen, weißt du, was bei dir passiert ist? Und das sehe ich bei sehr vielen Leuten, die machen viele Sachen sehr, sehr eng, quasi unschaffbar und dann ist dieses Burnout, ganz oder gar nicht. Dann reißt komplett der Faden. Und das sehe ich sehr, 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 sehr häufig. Ja, aber dann wird es ja viel mehr Ex-Muslime und so weiter geben. Ich glaube, es sind nicht wenige. Ich sage dir ernsthaft, ich glaube, es sind nicht wenige. Schau, aber weißt du, was das Problem ist? Zum Beispiel jetzt, du weißt, dass es im islamischen Recht diese Regel gibt, dass eine Grundlage nicht durch Zweifel ersetzt wird. Das heißt, wenn du im Koran zum Beispiel die ganzen Ayah hast von Ibrahim, wie er zu seinem Volk sagt, zwischen uns ist Feindschaft und Hass. Und das wird ja benutzt für Wala wal Bara, dass man sagt, wir müssen uns lossagen und diese Bara zu diesem ungläubigen Volk zeigen, aufgrund ihres Unglaubens und aufgrund dieser Ayat, wo Allah sagt, ihr habt ein schönes Beispiel an Ibrahim und diejenigen, die mit ihm waren, die sich dann losgesagt haben, wo er zu seinem eigenen Vater gesagt hat, zwischen uns ist Feindschaft und Hass, bis ihr alleine an Allah glaubt. Das wird herangeführt. Und das sind so viele Sachen. Aber und dann kannst du nicht eine Sache nehmen, zum Beispiel das mit Heirat, eine Ungläubige, und all das ersetzen. Verstehst du? Das ist die Grundlage. Vorsicht, nein, das stimmt nicht. Das ist jetzt eine spezielle Situation von einem Propheten, der hat ja gesagt, er hat nicht allgemein gesprochen, hat gesagt, zwischen den Muslimen und zwischen ihnen ist der Adawatun und Barda, sondern er hat gesagt, Bainana wa bainakum, das heißt zwischen mir und euch. Das heißt zwischen ihnen. Ihr habt ein schönes Beispiel, sagt aber warte ganz kurz. Zwischen ihnen, das heißt, das war ein bestimmtes Volk. Auch die Christen glauben, dass das Volk von Noah ausgelöscht wurde. Ja. Und sie waren Feinde gegenüber Noah. Das glauben die Juden, die Christen, die Muslime. Ja. Das heißt, das sind bestimmte Situationen und zum Beispiel, wir müssen schauen, wie das Volk zu ihm war. Der Vater hat ja zu ihm gesagt, du kritisierst meine Götter, nur das Kritisieren, indem er ja gesagt hat, wieso betest du etwas an, was nicht hören kann, nicht sehen kann. Ja. Und er sagt, du kritisierst sie, wenn du damit weitermachst, werde ich dich ganz gewiss steinigen. Ja. Und was hat er dann geantwortet? Abraham hat gesagt, oh mein Vater, ich werde für dich um Vergebung bitten und werde mich für einige Zeit zurückziehen. Also das war eine bestimmte Situation hier. Aber diese Sache mit dem Heiraten ist ja eine grundsätzliche Qaida, eine grundsätzliche Regel, die bis heute in unserem Alltag gilt. Okay. Ich glaube ja an den Koran. Ich habe damals auch an den Koran Und siehst du, wie ich zu dir bin? Bin ich nicht korrekt zu dir? Ja, aber du kannst mich trotzdem innerlich hassen. Verstehst du? Mach ich auf dich den Eindruck, als ob ich dich hasse? Sei ehrlich, mach ich auf dich den Eindruck, dass ich dich hasse? Nein, aber du wirst... Oder dass ich für dich Gutes möchte? Ja, gut, das ist für dich Islam. Ja, aber das ist für mich nicht Gutes. Für dich ist gut, dass ich zum Islam komme, aber für mich nicht, verstehst du? Sag dir du denkst, dass es gut für mich ist, aber ich denke, was anderes ist gut für mich. Natürlich, aber ich denke auch für dich ist was anderes gut. Schau mal, die Sache ist ja die, ich kann mit dir abhängen, also du glaubst doch nicht ernsthaft, dass ich durch meinen Alltag laufe und ich sag dir ganz ernsthaft, ich rede mit den allerwenigsten aus meiner Umgebung über den Islam, sondern wenn sie sich interessieren. Ich habe Halbschwestern, die keine Muslime sind. Ja, wo man auf Krampf mit jedem reden möchte. Hey, Brudi, Islam und so etwas und so auf Krampf das macht. Ich mag das eher natürlich. Zum Beispiel im Studium, ich habe gesagt, hey Leute, ich gehe beten.
dann gehe ich beten, komme zurück und haben sie gefragt, wieso betest du eigentlich? Was ist da der Hintergrund? Ich gesagt, ja, wir glauben an Gott und so weiter. Und dann habe ich angefangen mit denen zu reden. Ja, habt ihr euch da so Gedanken gemacht, wo kommt alles her? Und so fängt man das so einfach ganz natürlich. Und ich kannte sie, bis es zu dem Gespräch kam, kannte ich sie 6 Monate lang. Das heißt, ich habe nie was darüber erwähnt, weil man das nicht immer auf Krampf machen muss. Aber ich versuche natürlich, ein Christ ist überzeugt von seiner Sache. Bei den Juden ist es ein bisschen anders, weil es ja bei ihnen von der Abstammung her ist. Bei ihnen gibt es keine klassische Missionierung. Aber bei den Christen, bei den Muslimen, sie sind beide überzeugt. Und was ist denn verwerflich daran, wenn ich jetzt quasi mit dir einfach rede? Hey, wie denkst du darüber? Ich meine, woher kommt das alles hier um uns herum? Machen wir uns einfach unsere Gedanken. Okay, Christentum. Weil so habe ich es ja auch gemacht. Ich habe mir meine Gedanken zugemacht. Und wenn du dann sagst, Brudi, ist nichts für mich, dann ist nichts für dich. Dann können wir trotzdem zusammen Fußball spielen gehen. Aber du glaubst trotzdem, dass die Person in die Hölle kommt für alle Zeiten? Wir als Muslime glauben wir, dass jemand, der kein Muslim ist, in die Hölle kommt, ja. Aber das äußert sich nicht in einen Hass zu dir, sondern in einer Sorge. Genauso wie ich diesen Vers. Eine Verachtung. Und eine daher Sorge. Kommt ich verachte Verachtung. Brudi, verachte ich dich. Weiß ich jetzt. Weil das, weißt du, das sage ich dir ernsthaft, das stört mich am meisten. Das stört mich am meisten. Wenn ich dir sage, siehst du in mir Hass? Siehst du in mir Hass, wie ich mit dir umgehe? Dass ich zu dir sage, komm, ich mag dich zum Essen einladen, wie geht's dir, alles gut bei dir, ich versuche dich zu verstehen. Sieht es aus wie eine Verachtung? Brudi, wenn du stirbst, Gott rechnet mit dir ab. Ich rechne nicht mit dir ab. Also ich check nicht diesen Umsprung von zu diesem Militanten und dann auch, wie kam es dann vom Militanten zu diesem Burnout, weil du bist, oder was heißt Burnout, wo du gesagt hast, das passt jetzt alles nicht mehr. Was ist da gekommen? Schau, erst einmal, das hat ja viel mit Konsequenz zu tun. Du beschäftigst dich mit dem Thema Islam. Und irgendwann, früher oder später, kommst du zum Punkt Dschihad. Zum Beispiel, bei mir war das, was mich eigentlich mehr als Koran geprägt hat, war die Sira, dass ich gelesen habe, die Biografie vom islamischen Propheten Mohammed. Ja. Und am Anfang Geburt, Prophet, Mekka, alles interessant so. Und dann ab Medina geht es ja hauptsächlich um Krieg, Schlachten, Badr, Uhud, Feldzug, da, dort. Und dann denkst du dir, ja okay, wie sieht's aus mit dem Thema Dschihad? Und dann, je nachdem, was du dann liest oder unter welchen Einfluss gerät, hörst du dann, nein, das ist von damals, das gibt es heute in der Form nicht, gibt es ja die Interpretation, oder gibt es heute nach wie vor, schau in Tschetschenien, was die ungläubigen Russen machen, zum Beispiel damals war so Tschetschenien voll das Thema und die Brüder, die Mujahideen, wehren sich auch, was ja auch aus heutiger Sicht, wo ich sage, natürlich gibt es auch legitime Selbstverteidigung, dass Muslime sich wehren, wenn sie angegriffen werden, ist mir schon logisch, aber wie ist das begründet? Und da fing das halt dann, und dann Irak und Afghanistan und Kaschmir und Somalia und so weiter, und dann überträgst du das, was du in der Sira liest, was du im Koran liest, auf die heutige Situation, auf heutige politische Konflikte oder auch Israel. Aber ich sag da geht es ja auch, da ist es doch auch ein Dschihad, oder nicht? Also schau mal, weißt du, was ich nicht checke? Wo ich mich zum ersten Mal mit Islam beschäftigt habe, mir kamen diese Sachen, ich habe die einfach gelesen und Punkt. Okay, da gab es diese Auseinandersetzung, ich habe da nie was rein interpretiert. Zum Beispiel, als ich das erste Mal Koran durchgelesen habe, ich habe diese Verse ehrlich gesagt wie als ob überlesen. Surah At-Tauba hast du komplett überlesen. Nein, aber bei Surah At-Tauba, du musst dir vorstellen, es ist eine Sure und in dieser Sure wird ja immer wieder gesagt, aber wenn sie aufhören oder wenn sie euch Frieden anbieten oder bekämpft sie euch Kafatan kama yuqatilunakum kafa, wie sie dich allesamt bekämpfen. Und für mich war das so einfach so normal, das war einfach diese politische Situation, weil ich denke mir halt, Christentum und Judentum hat ja eigentlich genau dieselbe Vergangenheit wie Islam. Die Christen haben sich auch gegenseitig bekriegt, 30-jähriger Krieg. Also du findest es in allen Religionen und ich checke jetzt aber nicht. Es gibt grundsätzliche Unterschiede. Zum Beispiel, wenn du jetzt siehst, wie hat Jesus gelebt? Jesus hat nie Krieg geführt, Jesus hat nie getötet. Danach. Aber Jahrtausende lang. Ja, warte mal. Wir reden ja erstmal über die Propheten, über die Grundlage. Wenn du jetzt siehst, Mohammed Krieg geführt, auch eigenhändig getötet. Das ist auch in einer islamischen Quelle, hat er auch im Gefecht und so weiter eigenhändig getötet und auch Leute töten lassen. Ka'b ibn al-Ashraf und so weiter, diese ganzen Geschichten. Und dann siehst du, Jesus hat niemanden töten lassen, sondern hat sich töten lassen und hat sich quasi geopfert und gesagt, ich werde mich nicht mal wehren und ihr könnt mich töten. Ja. Und das sind halt so, wo ich sage, so, das sind so diese grundsätzlichen Unterschiede. Und in der Geschichte dann, auch da wieder, natürlich gab es christliche Reiche, die dann irgendwie, aber auch das da... war die ganze Geschichte. Was? Aber das war die ganze Geschichte. Also ich meine, zu dieser Zeit, deswegen sage ich ja, das muss man ja im politischen Zusammenhang und, wie sagt man,
wie ist der Fachbegriff dafür, quasi den gesellschaftlichen Zusammenhang zu dieser Zeit. Die Christen haben Länder erobert, die Christen haben auch Zwangsmissionierung gemacht, die Juden sind vor den Christen geflohen. Also zu dieser Zeit war einfach zwischen den Leuten Fight. Und man muss auch sagen, weil du es zum Beispiel gesagt hast, ja, es hat so angefangen, aber Moses, an den auch die Christen und die Juden glauben, der hat ja auch angefangen in Ägypten, hat die Leute befreit, Friede, Freude, Eierkuchen, kein Finger gerührt und dann gingen mit Moses die Kriege los. Und das ist Teil des Christentums und laut dem Christentum hat ja Jesus, also Gott, Moses das befohlen. Also das heißt, sind alle, also Juden, Christen und Muslime, die 3 Buchreligionen, sind eigentlich alle genau in demselben Boot. Und das ist, was ich dann Herrn Stürzenberger sagen wollte. Dann sage ich, oder auch dir, messen Sie bitte die Muslime an ihrem Verhalten hier. Weil ich würde niemals auf die Idee kommen, jetzt mich in die Stadt zu stellen, Brudi, und zu sagen, so auf Herr Stürzenberger-Style, sage ich, so, die Christen, die werden bald hier auch mit dem Dschihad anfangen in Kenia und in Nigeria, da werden Schwule verfolgt, da gilt schon noch das alte Gesetz von Moses, das ist eine Frage der Zeit. Das würde niemals auf die Idee kommen. Ich würde sinnlos gegen Christen hetzen. Bruder, die Christen hier chillen doch ihr Lauf, wir leben doch hier im Frieden. Um diese Bedingungen auch zu erhalten, darum geht's. Um diese Bedingungen zu erhalten. Die Juden glauben zum Beispiel, es wird der Messias kommen und dann wird ein großer Krieg kommen und wir werden alle unter den Juden versklavt. Glaubst du jetzt... Ja, aber die islamische Endzeit ist doch auch so, wenn der Mahdi kommt und der und der. Genau, aber fange ich jetzt an, Kundgebungen zu machen und gegen Juden und Christen zu setzen. Wir werden nur uns gegen... Okay, aber das sind jetzt voll verschiedene Themen. Das ist jetzt Kundgebung, aber zurück zu dem eigentlichen, zum Beispiel jetzt Geschichte. Wie hat sich der Islam dann ausgebreitet? Ja, durch Dauer, natürlich. Und ich störe mich auch nicht am defensiven Charakter vom Dschihad, dass man sagt, man darf sein Blut, Besitz und Dings verteidigen und Erde verteidigen. Ist doch normal, dass man das verteidigen darf. Aber der offensive Charakter, dass man dann Ägypten, Nordafrika und dann reicht nicht Nordafrika, warte mal, da muss man Spanien, da muss man ganzen Balkan, dann muss man dann dringt man immer vor. Und dann sprichst du von christlicher Gewalt. Welche Gewalt und Offensive gab es, außer die Kreuzzüge, die auch diesen defensiven Charakter hatten? 30-jähriger Krieg, sogar Christen gegen Christen. Ja, untereinander. Und das ist besser, oder wie? Nein, aber das sogar ihr habt euch untereinander Fresse eingehauen. Es ist kein Offensiver gegen die Muslime, so wie die Muslime ständig in der Geschichte offensiv gegen Christen und gegen alle anderen vorgegangen sind, bis sie mit Gewalt endlich gestoppt wurden. Ansonsten ging es immer Expansion. Ich sag dir so, schau mal, ich messe ehrlich gesagt das Christentum nicht daran, aber wenn ich das Christentum anfange daran zu messen, wird es kritisch. Zum Beispiel, und dann kann ich in der Infobox auch verlinken, typisches Beispiel Andalusien. Ja. Da haben Muslime, sie haben es erobert, aber Muslime und Juden haben zu dieser Zeit miteinander friedlich gelebt, sogar unter muslimischer Herrschaft. Und dann, als die Christen kamen... Wie haben sie gelebt? Erniedrigt, gedemütigt. Jetzt pass auf, als die Christen kamen... Ja. Wurden die Juden vertrieben, die Juden wurden vertrieben und warum? Und Zwangskonvertierungen und teilweise, also verstehst du, das waren solche Zustände. Aber ich würde jetzt niemals auf die Idee kommen, die Christen daran zu messen. Ich würde niemals auf die Idee kommen, die Christen daran zu messen, weil ich beurteile dich als Christ so, wie du denkst. Doch, du kannst sie daran messen. Das ist ganz vollkommen legitim. Schau mal, du hast es doch nicht gemacht. Was hast du mit ihnen zu tun? Ich würde dich jetzt fragen. Aber ich greife ja nicht dich persönlich an. Du hast ja auch nichts mit dem Dschihad persönlich zu tun. Aber du vertrittst den Islam und der Islam ist die Ursache dafür. Was ist jetzt daran unlogisch? Christliche Sicht. Sie sind in Nordspanien und wurden überrannt und jetzt versuchen sie, ihr Land zurückzuerobern. Und das mit dem Juden muss man auch aus historischen Dings, ich will das nicht rechtfertigen, aber die Juden, nach verschiedenen Historikern haben sie ja auch mit den Muslimen gemeinsam, es gab hohe jüdische Beamte im islamischen Staat. Aber Zwangskonvertierungen. Zwangskonvertierung kann man nicht rechtfertigen. Glaub oder stirb. Aber weißt du, was der Unterschied ist? Das kannst du nicht aus dem Christentum rechtfertigen. Offensiven Dschihad kannst du aus dem Islam rechtfertigen. Das kannst du aus dem Christentum rechtfertigen. Was kannst du? Zwangskonvertierung kannst du rechtfertigen. Das geht aus den Versen aus Thessalonicher müsste es sein. Oder Deuteronium. Und was steht da? Dort steht quasi, dass gesagt würde, der Herr befiehlt euch, ich verlinke die Verse, aber ich sage jetzt nicht, dass er das vertritt oder irgendein Christ das vertritt. Ich würde niemals mit diesen Versen... Ja, weil es keine Christen gibt, die das vertreten. Du kannst das so auslegen, aber es gibt keine Christen. Doch, ich finde ja aber Millionen Muslime, die das vertreten. Ich zeige das dir gleich, dass es Christen gibt, die das vertreten. Da gibt es diese Verse, ziehe im Kampf gegen deine Feinde, und wenn ihr vor der Tore der Stadt seid, sollen sie euch untertan sein. Also ihr sollt sie quasi... Das ist Altes Testament. Altes Testament. Jetzt würde man sagen, das Alte Testament ist aufgehoben.
aufgehoben. Aber ich mach gleich weiter. Aber auf jeden Fall, dort steht quasi, bei den nahen Städten sollten diejenigen alle umbringen, keinen Atem am Leben lassen, sogar Kinder töten. Und dann heißt es, was die weiteren Städte angeht, dort könnt ihr sie quasi euch untertan sein und so etwas. Das ist kein Problem. Also es fängt erst mit den weiten Städten an, dann sagt er aber, was die nahen Städte angeht, löscht alles aus. Jetzt wird man sagen, ja, aber Jesus hat das ja alles aufgehoben. Erstens, wir müssen Hand aufs Herz legen. Tausende Jahre lang haben die Christen nicht geglaubt, dass das Jesus aufgehoben hat. Und tausende Jahre lang gab es die Hexenverbrennung. Gibt es bis heute in christlichen Ländern. Ja, irgendwo in Afrika oder sowas. Und das ist für mich der springende Punkt. Und wo ist Hexenverbrennung im Neuen Testament oder in den christlichen Nein, aber Quellen? das Problem ist, dass quasi Jesus sagt, also in einem Vers, ich will jetzt nicht zu detailliert ins Christentum gehen, wir haben eigentlich gesagt, ich will da nicht so viel drüber diskutieren, aber es geht um einen Vers, wo es halt sagt, wo Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um das alte Gesetz aufzuheben, sondern ich bin nur gekommen, um zu erfüllen. Ja. Und daraus interpretierend haben das, wie gesagt, Hunderte, Tausende Jahre lang, die Christen haben ihre Kriege geführt. Da war es niemals, dass die Christen gesagt haben, wenn ein Feind zu mir kommt, wenn er mir die eine Backe schlägt, halte ich ihm die andere hin. Das hat niemals ein Christ so geglaubt. Pazifistische Auslegung. Aber das ist ja, was Jesus gesagt hat. Das ist ja, was Jesus gesagt hat. Du sollst deinen Feind lieben und die eine Backe, die andere Backe. Das war vielleicht zu einer Zeit, wo sie schwach waren. Aber dann, als die Christen stärker wurden, haben sie auch Eroberungen gemacht, sich Ländereien erobert, Beute gemacht und so weiter. Und das ist halt die Sache. Ich denke mir, Christen, Juden, Muslime, das ist, Buddy, du findest 1:1. Und wenn du jetzt sagst, ja, aber heute auch. Und ihr könnt auch jetzt bei YouTube eingeben, bitte. Christen, Hexenverfolgung. Kannst du heute eingeben, findest du in afrikanischen Ländern. Richtig. Und genauso und hat das mehr mit Christentum oder mit irgendwelchen afrikanischen Traditionen zu tun? Mit Christentum. Die berufen sich auch auf das Christentum. Von allen Christen, die so viel Ahnung haben und gebildet sind, keiner macht das, außer irgendwo in Afrika, irgendwo im Dschungel oder sonst was. Ja, also machen das nicht die Christen in Europa, in Nordamerika, in Südamerika oder sonst wo, sondern irgendwo welche mit afrikanischen Traditionen. Ich meine, du kannst ihnen jetzt vorwerfen, dass sie nicht gebildet sind. Das ist nicht repräsentativ, das will ich sagen. Das ist halt die Frage. Wer repräsentiert was? Und deswegen sage ich dir, ich repräsentiere mich selbst. Das heißt, wenn ich jetzt, dir eine reinhaue, repräsentiere ich mich selbst. Und du repräsentierst dich. Nicht, wenn du es islamisch rechtfertigen kannst. Und dann repräsentiere ich meine Interpretation. Ich dir sage, die Juden sind die Feinde aller Menschen. Wie klingt das für dich? Und wo steht das? Das steht in der Bibel. Die Juden sind die Feinde aller Menschen. Die Feinde aller Menschen. Wo steht das? Das steht in... Soll ich es kurz nachschauen? Ja, schau nach. Und da denke ich mir, schau mal, wenn es jetzt darum geht, ich will einfach nur weil ich sage dir ganz ernsthaft, wir können gleich zu meiner Conclusion kommen. Aber warte, deine Zusammenfassung will ich jetzt auch mal zusammenfassen. Okay, du hast gesagt, in allen Religionen wurden Kriege geführt, es gab Gewalt und so weiter. Und ich will das einschränken. Ich will es einschränken auf... in keiner anderen Religion als wie im Islam gab es so viel Gewalt. Warte. Genau. Das ist so viel Gewalt wie im Islam. Und in keiner anderen Religion kannst du es mit den religiösen Texten und Quellen so gut rechtfertigen wie im Islam. Das ist meine Zusammenfassung. Also dem würde ich nicht zustimmen und man muss auch ehrlich sagen, ich meine, man kritisiert, man muss so sehen, ich sage dir ernsthaft, wenn wir jetzt schauen, die islamischen Länder, wo machen sie Stress, wo machen sie Krieg, dann also Syrien, welche Länder hat Syrien erobert, welche Länder hat Ägypten erobert? Ich sage jetzt nicht, dort gab es keinen Stress, ja, aber wenn wir schauen, welche Kriege sind so in der ganzen Welt in den letzten Jahren entstanden, waren die Muslime relativ wenig involviert. Ich sage jetzt nicht, die Muslime waren nie in Krieg involviert, aber wir sehen, sie haben sich eigentlich ziemlich zurückgehalten. Andere Länder haben zum Beispiel Ukraine. Ja gut, aber ein Land könnte sich immer hinstellen. Saudi-Arabien macht zum Beispiel mit Jemen. In Saudi-Arabien, Jemen gibt es noch Krieg unter ihnen. Aber jetzt haben wir zum Beispiel Ukraine, Russland. Und das heißt, zusammenfassend kann ich sagen, harte Zeiten haben harte Gesetze erfordert. Zu dieser Zeit waren ja alle miteinander verfeindet. Also das heißt, zu dieser Zeit waren die Völker miteinander verfeindet, also zur Zeit des Propheten. Und harte Zeiten haben dort harte Gesetze erfordert. Aber dort sind wir jetzt nicht mehr. Und die ganze gesellschaftliche, politische Lage hat sich komplett geändert. Die Gelehrten reden auch fast gar nicht über diese Thematiken mehr, weil sie gar keine Relevanz mehr für uns haben. Ja, ich kenne kaum Gelehrte, die über diese Thematiken reden. Zum Beispiel einen Gelehrten, den ich mag, ist Said al-Kamali. Ich habe ihn noch nie über diese Thematik geredet. Der redet nur über religiöse Inhalte. Aber jetzt lasst mich mal ausreden. Okay, sorry. Warte, ich zeige kurz den Vers. Ich lese kurz den Vers vor, weil ich will nicht als Lügner darstellen. Aus dem Kontext natürlich. Nein, das ist wirklich genauso. Ich lese sogar den ganzen Vers vor. Die Juden haben sogar Jesus, den Herrn und die Propheten getötet.
Auch uns haben sie verfolgt. Sie missfallen Gott und sind Feinde aller Menschen. Sie hindern uns daran, den Heiden das Evangelium in der Zeit, in diesem Zusammenhang. 1. Thessalonicher 2, 14 bis 16. Und jetzt genau könnte man wieder sagen, jetzt sagt er zum Beispiel, ja, aber in diesem Zusammenhang. Und dann sage ich zum Beispiel das mit Abraham, ja, in diesem Zusammenhang. Wenn es für dich gültig ist. Der Koran ist allgemein gültig für alle Zeiten und alle Orte, oder willst du den Koran einschränken auf irgendeine bestimmte Situation? Wo steht in der Bibel, dass sie nicht allgemein gültig ist? Aber warte, zurück noch wegen diesem Krieg. Ja. Wegen diesem Krieg. Schau mal, du sagst... Welchen Krieg denn? Du sagst, in letzter Zeit haben Christen mehr Kriege geführt. Um Gottes Willen, nein, das habe ich nicht gesagt. Nein, aber die Muslime waren so relativ außen vor, was Kriege betrifft. Ich kann dir auch den Grund sagen. Ich kenne jetzt zumindest kein muslimisches, also ich kenne jetzt zumindest, okay, man kann den Israel-Palästina-Konflikt sehen, aber das ist für mich einfach größtenteils keine religiöse, sondern ein territorialer Konflikt, weil es gibt ja auch christliche Palästinenser und die sind auch verfeindet mit Israel. Deswegen, das ist mehr ein territorial. Es gibt auch christliche Palästinenser, die leben friedlich in Israel, sind ja nicht alle verfeindet. Aber die sind, also du wirst... Es gibt auch muslimische Palästinenser, die sind in der israelischen Polizei richtig. Und in der Armee und überall. Aber ich meine, das ist, genau, und das zeigt, es ist mehr ein territorialer als ein wirklich religiöser Krieg. Ich glaube, es geht da echt mehr. Also ich glaube, von beiden Seiten ist es vielleicht eher religiös. Auch von, ich will ja nicht behaupten, nicht nur von den Muslimen. Auch. Also ich sehe jetzt ehrlich gesagt keine Bestrebungen unter den muslimischen Ländern, dass sie sagen, komm, machen wir uns alle zusammen und fangen wir an, die Andersgläubigen zu erobern. Ich sehe das nicht. Ich sehe das in keinerlei Verhandlungen oder ähnliches. Weil es unrealistisch ist jetzt momentan. Das könnte man so vorwerfen, aber man könnte auch, also wie gesagt, du könntest all die Sachen, die du gerade sagst, 1:1 auf das Christentum umdrehen. Du könntest es 1:1 umdrehen. Es gab einen christlichen Gottesstaat. Welchen? Gibt es doch bis heute Länder, die christlich regiert werden. Welches? Also meistens in Südafrika, Mittelafrika, wie ich gesagt habe, Uganda, Nigeria und so weiter. Christlich regiert. Ja, das sind 90% Christen und dort herrschen auch christliche Gesetze. Wie kommt man denn sonst auf zum Beispiel Verbot von Homosexualität? Das kommt aus dem Christentum heraus. Das sind einzelne Gesetze, aber es sind keine. Aber woher kommen die? Die haben die ja nicht gewürfelt oder so etwas. Ja, die kommen aus dem, natürlich bestimmt und aus Gottesstaat dem quasi aus dem... Aber christlicher Gottesstaat... Ja, kommt doch an, was du darunter verstehst. Verstehst du jetzt islamische Länder, wo jetzt zum Beispiel Prostitution verboten ist und so weiter? Verstehst du das als Gottesstaat? Schau mal, du nimmst jetzt das Verbot der Homosexualität und sagst, deswegen ist es ein christlicher Gottesstaat. Nicht nur das, es gibt viele andere Gesetze jetzt auch. Könnte ich dir aber dann von Nordafrika bis nach Indonesien sagen, das sind alles islamische Staaten, weil du weißt ganz genau, in jedem islamischen Land ist die Scharia eine Rechtsquelle. In den einen zu 50%, in dem anderen, sagen wir Saudi-Arabien, zu 80-90%, Pakistan 90%, aber früher ist doch überall auch die Scharia als Rechtsquelle. Also die sind islamische Länder, definitiv. Und die islamischen Urteile wie Verbot von Alkohol, das gilt natürlich auch dort. Das kommt doch aus dem Islam. Habe ich ja nicht gesagt, aber ich sage halt, ich sehe nicht, dass Indonesien jetzt sagt, wir greifen jetzt da und da an. Nordkorea-Südkorea-Konflikt, Ukraine, Russland. Das sehen wir alles, das sind aktuell keine religiös motivierten Konflikte. Das sind politische Konflikte. Wo ich dir recht gebe, ist, dass es vereinzelt islamisch extrem Gedankengut ist. Aber ich finde es sehr komisch, Brudi. Die einzigen beiden Gruppierungen, die sagen, ja, der Islam ist so, alles niedermetzeln, das. Es gibt nur 2 Gruppierungen, die so denken. Wir und die Dings, ja. Ich schwör's dir, ich habe leider das Booklet nicht dabei, von Pegida. Ein Booklet, ich glaube, es war von Pegida, und dort war in 20 Seiten wollte man auf Krampf jemanden überzeugen, der Islam ist dafür, dass du alle bekämpfst. Da haben sie versucht, Verse zu suchen und so weiter. Ich denke mir, das ist Pegida. Aber soll ich es dir erklären? Das ist Pegida. Wieso will sie jetzt irgendwie Muslime, ein Muslim liest es und denkt sich, und die reißen Verse aus dem Zusammenhang. Das könnte 1:1 so eine islamisch-terroristische Vereinigung nehmen und das so von ihnen nehmen. Ihr seid die Einzigen, also Pegida und die sie sind so. Obwohl sie eigentlich Feinde sind, sie sind so. Soll ich es dir erklären? Und wir quasi praktizierenden, friedlichen Muslimen, sind euch gegenüber ein Feind. Es ergibt, finde ich, dann keinen Sinn, Brudi. Nein, ich sag nicht, liberale, friedliche Muslime sind ein Feind. Schau mal, es geht darum. Ja, aber ich sag euch, hört auf mit dieser Propaganda. Es ist keine Propaganda. Schau mal, wo ihr die Leuten weismachen wollt, du musst Ungläubige hassen. Da sage ich dir, schau mal, es ist Ideologie. Wieso erklärst du meine Religion? Es ist Ideologie, weil ich selbst in der Religion war und... aber du kennst dich ja nicht so gut aus wie ich.
Wenn ich dir zum Beispiel Gut, du kannst perfekt Arabisch. Okay. Nein, aber auch Grundprinzipien. Jetzt Ja, zum Beispiel Usul al-Fiqh. Ja, Wenn ich dir jetzt Usul sage, al-Fiqh, ja. nenn mir Kategorien von Usul al-Fiqh. Was also Tahara, Reinheit. Nein, die Grundprinzipien, Interpretation, also die Interpretation. Schau, ich habe das alles gelernt, natürlich ist es eingerostet, ich habe das alles mal gelernt, aber natürlich habe ich mich mit sowas nicht schon seit wie vielen Jahren nicht beschäftigt, weil es völlig irrelevant ist. Ich brauchte jetzt nicht die Reinheitsgebote vom Dings auf. Ich habe es mal gelernt, aber es ist komplett irrelevant für meine Sachen heute. Kannst du noch Fatiha rezitieren? Ja, kann ich. Kannst du mal machen? Ja, wieso? Also mich würde es einfach, also nicht, dass ich so teste, du musst auch nicht auf testen, sondern mich würde es einfach interessieren. Ja, aber ich weiß nicht, ob es so gut ist, dass ich Koran rezitiere. Mich würde es voll interessieren. Komm schon. Okay, dir zuliebe. Er ist schon korrekt. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, Ihdina as-Sirat al-Mustaqim, Sirat al-Ladina an'amta alayhim, Ghayril Maghdubi alayhim waladdallin. Da stimme ich dir jetzt nicht zu. Aber man muss das sagen, war nur so rezitiert, sagen, damit nicht dieser Vorwurf kommt, du kannst das Nein, nicht. es war wirklich kein Test, weil ich muss auch sagen, es war gut ausgesprochen. Du kannst Qaf, Mustaqim, kannst du gut, Ein kannst du gut, das ist gar nicht mal so schlecht. Was war das, was wollte ich noch mal sagen? Vor also deswegen, zusammenfassend kann man sagen, Brudi, jetzt Hand aufs Herz. Nein, warte, Pegida. Du hast gesagt, genau, Pegida und sie motivieren. Da muss ich sagen, und das war zum Beispiel auch immer mein Grund, warum ich zum Beispiel dann Salafi geworden bin und dann auch militant als Moslem. Weißt du warum? Weil ich die Diskussion verfolgt habe. Liberal gegen konservativ. Konservativ gegen die Salafisten, gegen Dschihadisten und so weiter. Und ich fand meiner Meinung nach aus islamischer Sicht die radikaleren oder die Extremen haben die besseren Argumente. Du sagst, sie haben die stärkeren Argumente. Das Erste, was ich komisch finde, die meisten Muslime, die in Deutschland und Österreich leben, sind überzeugt davon, nein, sie haben nicht die stärkeren Argumente. Auch die meisten von den praktizierenden und sogar vielleicht konservativeren Muslime sagen, nein, sie haben nicht die stärkeren Argumente. Die missbrauchen die Religion, sie nehmen nur bestimmte Verse aus dem Zusammenhang. Das heißt, die meisten sind davon überzeugt. Und mir kommt es so vor, du sagst, nein, ich finde, der IS hat stärkere Argumente. Da denke ich mir, was spielt es für eine Rolle? Du bist doch gar kein Muslim. Wir sehen ja, Gott sei Dank, die meisten Muslime sehen, dass das Unfug ist und folgen nicht diesem Weg. Und dann gibt es eine kleine Gruppe, die es gibt, ich will sie nicht verleugnen, die auf Seiten von militanten Muslimen, die gibt es und bestimmt auch in Deutschland. Das ist ja nicht zu verleugnen. Und wir hatten ja leider Anschläge auch in Deutschland und die gibt es. Aber dann stellt sich die Frage, wie kann man effektiv gegen diese Menschen vorgehen? Es gibt bestimmt militante Muslime, die Wissen haben. Das möchte ich gar nicht verleugnen. Aber die Frage ist, ob sie halt ehrlich in diesem Wissen vorgehen oder ihr Wissen verwenden, um gegen den Islam, gegen den Islam, sage ich, gegen die Natur des Islams das sage ich wirklich so, gegen die Natur des Islams zu argumentieren und stattdessen ihre politischen und Machtverhältnisse in den Vordergrund rücken. Die gibt es definitiv. Und es gibt auch sehr wissende Nicht-Muslime. Ich wette, du, ein Nicht-Muslim, ein Ex-Muslim, hast mehr Ahnung vom Islam als manch ein Muslim. Also nur Wissen alleine reicht nicht. Die Frage ist, wie gehe ich mit dem Wissen um? Und das ist einmal das, was du gesagt hast, die Mehrheit der Muslime geben IS nicht recht. Gebe ich dir recht. Die Mehrheit der Muslime, wenn du jetzt in Deutschland fragst, neigen sie zum IS, sie werden sagen, nein, das hat nichts damit zu tun. Und auch die meisten von Konservativen. Auch die meisten von Konservativen. Ich finde es gut. Aber Irfan ist ehrlich, das muss man dir echt lassen, Irfan. Ich bin immer ehrlich. Auch auf Kundgebungen bin ich ehrlich. Zum Beispiel, ich als Ex-Moslem, ich weiß, die Mehrheit der Muslime oder viele Muslime sind gewalttätig, sind aggressiv, verachten dieses Land und so weiter. Ich weiß das alles. Ja, ich weiß das. Ja, meine eigene Erfahrung. Und dann, du kannst doch nicht von deinen eigenen Erfahrungen so sprechen. Warum nicht? Bruder, dann würde ich Aber warte mal, ich begegne ja auch nicht allen gleich. Ich schaue immer wie auf der... Wenn jetzt einer kommt und sagt, hey, ich bin so und er redet normal, dann rede ich mit ihm auch normal. Wenn aber einer kommt und sagt, ihr habt Islam nicht zu kritisieren oder mit Drohungen, dann sehe ich sofort ein Gewalt- und Aggressionspotenzial. Und es kann sein, dass ich dann Dinge sage, die ihn provozieren und er die Wahrheit zeigt. Und das ist der Sinn der Kundgebungen. Das zu zeigen, was unter der Oberfläche ist. Wir müssen nicht warten, bis alles eskaliert, bis es Mehrheit von Muslime gibt, sondern wir zeigen
das ist die Gefahr, das ist Prävention, das ist die Gefahr und wir zeigen euch die Wahrheit auf. Keiner zwingt sie, gewalttätig zu werden. Keiner zwingt sie zu schlagen, zu beleidigen. Wieso können sie sich nicht so wie du verhalten und Dings? Aber nein, sie bestätigen genau das, wovor wir warnen. Ja, sie bestätigen genau das, wovor wir warnen. Komm schon. Das ist für mich wie, Buddy, für mich ist das wie, wenn da jetzt zwei Fußballclubs sind, der eine hat gegen den anderen gewonnen, die sind verfeindet. Ich bin jetzt nicht so gut im Fußball, ich weiß nicht, welche stark verfeindet sind, wo es auch oft mal Rangeleien gibt. Und dann gehen die einen zu den anderen hin und sagen, verloren, Loser. Also, wo wäre es verfeindet? Warum sind wir verfeindet? Nein, das Beispiel passt doch nicht, wir sind doch nicht verfeindet. Ja, Brudi, also ich glaube schon, dass man quasi, also du hast ja selber zugegeben, du bist eine Anti-Islam-Bewegung. So, und ich bin Islam. Also das heißt, da ist schon ein Kontra. Mit verfeindet meine ich jetzt nicht unbedingt, dass wir uns gegenseitig boxen, aber mit verfeindet meine ich, da sind schon ziemlich harte Kontras. Warum können die nicht kommen und sagen, okay, komm, wir diskutieren normal, wir tauschen, so wie wir diskutiert haben. Wieso kommen sie mit Gewalt? Verstehst du, du kannst nicht bei uns den Fehler suchen, dass deine Glaubensgeschwister ihr wahres Gesicht zeigen und aggressiv und deswegen stört euch auch so sehr die Kundgebung, weil sie die Realität sind. Wenn jetzt zum Beispiel Linke eine harte Demo machen gegen Rechte, und die Linken provozieren geisteskrank. Richtig, mit welchen Mitteln sie auch immer haben. Wir provozieren nicht geisteskrank, sonst würden wir Koran verbrennen oder Karikaturen zeigen. Nichts davon machen wir, nichts davon. Und würden wir auch niemals machen. Wir reden sogar von politischer Islam. Ich stimme sogar, muss ich echt ernsthaft Irfan geben, man könnte noch mehr hetzen. Das stimmt schon. Nicht hetzen, warum benutzt du dieses Wort hetzen? Weißt du, was hetzen ist? Aber Brudi, was macht ihr? Was ist hetzen? Aber du kannst doch nicht, okay. Faktische Aufklärung. Also für mich wäre es so. Faktische Aufklärung über den politischen Islam. Für mich wäre es so. Die Linken wissen, wie sie die Rechten triggern können. Okay? Die wissen genau, was sie sagen müssen. Die triggern sie, bis eine rechtsorientierte Gruppe, ich sag auch gar nicht rechtsextrem, einer von ihnen Temperament verliert. Gibt es viele Muslime, die auf Schlägerei aus sind? Ja, Brudi, will ich dir nicht verleugnen. Ich bin zwar in München, alles, weil ich uns Friede, Freude, Eierkuchen, aber ich denke, es gibt andere Städte, da kriegst du schnell auf die Fresse. Gebe ich dir recht. Aber ich fände es dann sehr komisch, wenn man quasi so richtig krass provoziert an die Grenzen geht, da ist dann irgendein Temperamentvoller dabei, der nicht seine Aggression unter Kontrolle hat, dann einen Schlag gibt und meistens sind die auch nicht besonders gläubig und praktizierend. Das muss man auch ehrlich zugeben. Die sind meistens gerade von Shisha-Bar und so weiter gekommen. Das stimmt, ja. Man nutzt einfach die Temperament und dann würde ich niemals sagen, ja siehst du, das ist das wahre Gesicht der Rechten. Nein, Brudi. Es gibt unter den Rechten eine kleine Fraktion, die militant gewalttätig ist, aber ich würde niemals sagen, jeder, der rechtsorientiert ist, tickt so. Und jetzt überleg mal, ihr macht Kundgebungen gegen das politische Christentum, gegen das radikale Christentum. Ihr provoziert, ihr macht das. Kein Christ wird euch angreifen. Nichts wird passieren. Aber es gibt vielleicht... Siehst du den Unterschied? Es gibt vielleicht andere Themen, ich sag dir so formuliert. Bei einer Dortmund, was ist ein Feind von Dortmund? Schalke, glaube ich. Echt? Dortmund-Schalke? Ja, Dortmund-Schalke wird wahrscheinlich mehr Schlägerei und Stress geben, als zwischen... Keine Ahnung. Ja. Genau. Und wieso? Weil die Leute, das brennt nicht in ihrem Herzen. Christentum ist für die Leute hier in Deutschland und Österreich ist nicht mehr so, dass es in ihrem Herzen ist. Bei denen ist mehr Schalke im Herzen als Christentum. Wir können mal eine Statistik einblenden. Können wir kurz Pause machen? Ich muss Toilette. Musst du Toilette? Ja, okay. Alles gut. Wir können mal eine Statistik einblenden über Übergriffe, rechtsextrem, linksextrem, islamisch extrem und dann sehen wir, Brudi, es gibt von allen Stress. Ich hatte viele Ideen gegen die extreme Form von Islam vorzugehen. Und meiner Meinung nach ist das Beste mit Wissen. Das heißt, dass den Leuten von Schulzeiten an der Islam korrekt beigebracht wird. Es gibt tatsächlich eine Studie. Also Islam als Prävention gegen Islam tatsächlich. Und da spricht sogar eine Studie für. Es gibt eine Studie, die hat geschaut, von denjenigen, die sich radikalisiert haben und extrem geworden sind, wie viel Prozent davon haben von zu Hause aus nicht den Islam gelernt und konnten sich bei islamischen Fragen nicht an ihre Eltern wenden. Und das war einer der größten Gefahren. Das heißt, wenn du von zu Hause aus ein Islambild mitbekommen hast,
dann war es sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich, dass du dich radikalisierst. Ich kann das verlinken, diese Studie. Es ist in Deutschland, eine deutsche Schau, Studie. ich sag nichts dagegen, aus meiner Erfahrung auch. Aber Die meisten, die dann so extrem waren eher aus unislamischen oder konvertiert. Wieso? Oder sowas. Weil dann suchen sie sich irgendwo ihre Wissensquelle auf, keine Ahnung, www.poltalk.com und geraten an solche Leute. Das meine ich ja. Zum Beispiel, wer wird gewalttätig? Da gebe ich dir recht. Wer wird gewalttätig? Keine Leute nicht Leute mit Bart oder sowas, sondern diese Kleinen von Spielothek, von Kennedy, die vielleicht davor noch was geraucht haben. Zu, oder ich kann es nicht verleugnen. Die eine deutsche Freundin haben und so weiter, die überhaupt nicht islamisch in dem Sinne leben, die Drogen nehmen und so weiter. Und der haut dir eher durchdrehen und Rapmusik hören, extrem schlechter Einfluss, Rapmusik hören und denken, ich bin der Beste, ich bin der Stärkste, keiner kann mir was und dann so diesen Tony Montana-Trip sind, das sind die gefährlichsten. Das sind die gefährlichsten auf der Straße, das gebe ich dir recht. Da gebe ich dir recht. Aber es sind halt Moslems. Also ich glaube, wenn sich viele Araber mehr nach den Islam richten würden, diese kriminellen Araber und diese... Aber wo ist da eure Dauer zum Beispiel, dass ihr zu denen sagt, schau, geh nicht in Spielothek, nimm keine Drogen, mach das nicht und so weiter. Wo ist da die Dauer? Buddy, wenn man da Dauer macht, dann heißt es doch wieder Dauer, Missionierung und so weiter, dann kommt wieder Kritik, Bruder. Man kann ja machen, was man will. Man kann keine Dauer machen, man kann Dauer machen. Oder Gefängnis, du wirst ja schon mal Gefängnis sein. Ist doch voll mit solchen Leuten. Die Jugendgefängnisse, die Erwachsenengefängnisse. Also und so das kann man nicht verleugnen, aber ich glaube, ich glaube nicht, dass eure Arbeit da hilft, sondern ihr holt eher diese Kennex. Das ist meine Aufgabe, zu therapieren oder sowas sehe ich nicht als meine Aufgabe. Ist definitiv eine hilft bestimmt nicht, aber das sehe ich nicht als Aufgabe, das ist eher eure Aufgabe. So. Ja. Nee, definitiv. Also wenn ich so jemanden treffen würde, würde ich ihm sagen, Bruder, weil die meisten glauben ja auch wirklich, die haben auch Respekt vor der Religion. Das meine ich. Und da würde ich ihm sagen, Bruder, du weißt schon, das, was du gerade machst, ist verboten, oder? Das hat Allah und sein Prophet verboten. Und selbst wenn er dann wenig Hang zur Religion hat, aber allein diesen Respekt, den er zur Religion hat, würde er vielleicht da mit Stress... Stimmt, also nee, das will ich ja auch nicht verleugnen. Also da gebe ich dir auch recht. Okay. Ich sag dir ernsthaft, genau, schließen wir das Ganze ab. Genau. Genau, also das ist der erste Teil unseres Gesprächs. Leute, das ist das Ende von diesem Video. Teil 2, wir bestellen uns jetzt was zu essen. Also wir beten gemeinsam, also ich und der Kameramann, ich weiß nicht, ob der von mitbetet. Nein. Also, Jesus Christus beten. Ja, okay, ja, kannst du dann zu Jesus Christus beten, wir beten zu Allah. Und wir bestellen was zu essen und Teil 2 befindet sich auf deinem Kanal. Link auch wieder in der Infobox.